Der VW California, ja. Da vorne steht er als T6.1 und das ist der Martin. Grüß dich, Martin. Hallo zusammen. Ja, wir sind in Bern auf dem Caravan-Salon. Diesmal am Freitag, heute Abend bis 20 Uhr. Da ist viel zu tun. Es macht Spaß? Macht richtig Spaß, mit so vielen Leuten reden, das Fahrzeug erklären und man sieht dann auch die Freude und Begeisterung bei den Leuten, ja. Ja, es ist so. Er hat gesagt, es macht einen Höllenspaß. Die Leute haben viele Fragen, oder? Richtig, ja. Am Anfang haben sie viele Fragen und die kann ich meistens alle beantworten und dann sieht es klar aus. So ist es. Ja, hier vorne auf der Messe gibt es 10% Nachlass. Auf was? Auf das Dach, was oben drauf ist? Nein, auf das ganze Fahrzeug. Wir vermieten die Fahrzeuge und probieren jetzt mal etwas Neues aus, dass man das Fahrzeug auch über den Winter könnte mieten und testen und mal schauen, ob das ankommt bei den Kunden. Ja, ihr seid die Spezialisten, wir sind in der Schweiz. In der Schweiz ist es normalerweise immer ein bisschen kälter im Winter. Das ist zumindest mal das Prinzip, ja. Im Moment wird es ja immer wärmer. Ihr habt trotzdem hier oben eine Isolierkabine oben drauf gemacht. Das funktioniert gut? Das funktioniert gut, vor allem wir uns jetzt anpreisen im Winter, natürlich gegen Schnee und Kälte, aber man kann es auch gut im Sommer brauchen, gegen Sonnenstrahlen und Hitze. Wintercamper, da vorne steht es drauf. Ihr habt den ein bisschen foliert, das macht viel aus. Da sieht das Auto ganz anders aus. Richtig, wir haben auch speziell zweifarbige genommen und noch foliert mit unserem Logo drauf und speziell auch noch eben der Wintercamper, dass man das ganze Jahr campen kann und nicht nur im Sommer sozusagen. Ja, ich habe dich gefragt, was ist das beliebteste Fahrzeug hier? Das ist jetzt ein Ocean, das heißt die Basisversion und ihr habt ihn speziell modifiziert, dass man damit ein bisschen mehr machen kann, oder ist das hier Serie? Recht viel ist Serie. Wir haben jetzt zusätzlich noch ausgestattet mit unseren Sachen, wie jetzt das Kali Cab, das man gesehen hat. Wir haben noch einen Kali Heat-Schlauch innen noch, den man das noch anschauen kann. Speziellen Heckklappenschubladenauszug, dass man aus einfachen Sachen recht viel noch machen kann. Das ist ja jetzt, ich sag mal, das Fahrzeug ist recht beliebt, es ist sehr leise. Das Originaldach ist viel leiser als die meisten anderen Dächer. Warum das Original? Das ist schon, die Qualität ist klasse, oder? Von Volkswagen. Das ist klasse, ja. Man kann per Knopfdruck das Dach auftun und per Knopfdruck das Dach zutun. Recht praktisch und einfach. Und es funktioniert. Also wer das jemals von Hand gemacht hat, das ist schon sehr, sehr komfortabel, oder? Wenn man nur Knopf drückt. Es ist einfacher und komfortabler, genau. So, hier vorne Schwerlastauszug, der kann 80 Kilogramm. Das heißt, da kannst du richtig was reinmachen. Normalerweise da runterbücken, das macht keiner, oder? Zweimal kann man das schon machen, aber wenn man das tagtäglich mehrmals macht, ist es komfortabler, mit dem Schubladenauszug rein und raus zu fahren. So, das Fahrzeug ist zugelassen für 5? 4. 4. So, das bedeutet, 4 Leute müssen ja auch irgendwo sitzen. Ist da der Tischstühle? Wo sind die? Hier hinten hatten wir einen Heckklappenstuhl verstaut. Die sehen wir jetzt hier schön mit einem Fähnchen überzogen, die 2 Campingstühle. Den Tisch haben wir einen drinnen und der Tisch für draussen ist hier schöne Schiebetür innen verbaut. Da ist der Tisch drin. Richtig. So, und der Tisch steht auch hier vorne. Das ist übrigens unglaublich. Die sehen so klein aus, aber das sind richtig tolle Stühle, oder? Man sitzt gut drauf. Ja, wir haben die Armlehne, wir haben die Rückenlehne und es ist recht bequem. Es sind vollwertige Stühle. So, und hier vorne das Fell natürlich drauf, darf in der Schweiz nicht fehlen. Für im Winter, für Kälte, auch mit dem Lagerfeuer, das man machen kann, alles Mögliche. Das Lagerfeuer hier drin? Ja, hier imitiert mit anderen Kerzen, die nicht brennen. So, die Markise ist eine richtige Markise, die kann man auch benutzen. Ihr habt die jetzt hochgestellt, damit die Leute gut einsteigen können. Man kann sie auch runterlassen. Dann innen drin habt ihr was Tolles gemacht. Das ist die Standheizung, die Original. Und ihr habt ein Zusatzbauteil entwickelt. Das kann man anschließen, oder gibt es das von Volkswagen? Das ist original Zubehör vom California. Die haben das jetzt entwickelt? Ja, das ist das Kali Heat. Wenn man im Winter auch oben schläft und es wird kalt, kann man von Standheizung die warme Luft durch den Schlauch aufblasen sozusagen. Ja, es ist das Original, hier sieht man es. Also alles ist perfekt gelöst, nichts ist so zufällig hier gebastelt, wie man das sagt, geknaubt, sagt man bei uns. Ja. Die Sitzbank kann man verschieben, das ist auch praktisch. Man hat irre viel Stauraum dafür, dass es da ist, und das Ganze kann man auch im Alltag richtig genial nutzen. Das heißt, das ist ein Alltagsfahrzeug, ja? Richtig, Alltagsfahrzeug. Man kann in die Einstellhallen runterfahren, man kann ins Stadtzentrum fahren, kann parkieren mit dieser Grösse. Das ist ein ideales Fahrzeug. Die Höhe von dem Auto? Knapp 2 Meter, 1,99. Also 1,99, das heißt, man kommt auf die meisten Parkplätze auch mit rein. Und dann ist natürlich, das ist jetzt ein T6.1 schon? Ja, das neueste Fahrzeug. So, hat digitales Cockpit, wie ich sehe, das ist auch mit drin. Grosse Navi, alles drin.
DSG, ist da jetzt der große Motor drin, der 204er? Mittler, das ist der 150 PS, der geht aber auch mit dem 204 PS mit dem neuen. Ihr sagt aber, der 150er, das ist eigentlich die bessere Maschine, weil die ist nicht kaputt zu kriegen, oder? Richtig, und für den meisten Einsatz lenkt eigentlich auch der 150 PS, der ist ideal für die Schweiz sozusagen. So, ich mache mal ein bisschen Licht an, weil wir wollten das Ambiente nicht zerstören. Jetzt ist es weiß, dass man das Ganze sieht. Es können insgesamt 4 Personen schlafen, das heißt, die Bank kann umgebaut werden, oder? Richtig, die Bank unten kann zu einem Bett umgebaut werden, dann können 2 Leute unten schlafen und 2 Leute nach oben nachher. So, Kühlschrank ist wo? Kühlschrank. Zeig mal bitte. Reingehen. Da oben drauf, Genau. Kochfeld. Hier. So, das ist jetzt der größte eigentlich oder gibt es noch einen größeren Das vom Preis her? ist der grösste. Der ist in Serie, der ist fix drin, kann man rausnehmen und wir bringen da hier grosse Wasserflaschen, also grosse Flaschen bringt man alles rein. Das ist natürlich auch genial, wenn du so unterwegs bist. Es gibt ja keine Toilette hier drin, oder? Das gibt keine Toilette hier fix drin. Es gibt auch Zubehör, ein Porta-Potty, das man mitnehmen kann, wenn man im Notfall müsste auf die Toilette. Funktioniert übrigens ganz hervorragend. DSG ist mit drin. Das neue Cockpit ist natürlich noch mal leiser geworden. Also ich durfte ihn jetzt mal fahren, also den ganz normalen Van. Assistenzsysteme sind jetzt drin, elektrische Lenkung ist mit drin. Also es wurde ja Zeit, oder? Das ist auch mal Zeit geworden. Zum Fahren ist es fast wie ein PW, wie ein Personenwagen. Man hat adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent. Alle Assistenten, die man bekommt, kann man hier auch haben, sozusagen. So, sind wir beim Preis. Das ist ja so das einzige Problem. Im Moment ist das U-Bett oben ja hochgeklappt. Das heißt, man hat Stehhöhe, kann also richtig hier kochen und so weiter. Es ist nicht das Billigste, aber der Werterhalt von den Autos. Du kannst wirklich hingehen, nach 5, 6 Jahren kriegst du richtig Geld dafür, oder? Richtig, wenn man es mit den Mitbewerbern vergleicht, wenn man hier ein Fahrzeug kauft, da hat er recht, das ist nicht günstig, man hat aber Qualität, es ist auch Image, man kennt es von früher, vom Bulli her, und wenn man es dann in ein paar Jahren verkaufen will, hat man auch noch recht den Wert, der bleibt. Genial ist das Fliegengitter, zeig mal bitte, das ist hier oben eingebaut, ein kleines Detail, siehst du es? Also, das da hier meine ich. Ja. Das ist genau das Rollo sozusagen. Rollo. Es gibt das ist auch zum Schlafen, es gibt aber auch noch das Muckennetz, das man reinbauen kann. Das ist ringsherum da hier schon fix alles verbaut, Verdunkelungen zusätzlich. So, zeig mir mal ganz kurz den Kleiderschrank hinten, wenn das geht. Ja, kann ich hinten auftun. Dass man noch ein bisschen Platz hat. Man muss sich ja schon ein bisschen zusammenreißen, wenn man mit so einem Auto auf Reisen geht. Man kann einen Anhänger mitnehmen, aber die meisten, die nehmen dann nur eine Unterhose mit, oder? Also bei diesem Modell hat man unter der Rückbank Stauraum, man hat hier oben Stauraum, den man auftun kann, und man hat hier einen Kleiderschaft, wo man Kleider, Duvet rein tun kann. Das gleiche auch noch einmal hier vorne. Und eben der grosse Kofferraum, den man hier hat, ist wirklich alles schön verbaut und alles hat seinen Platz hier bei diesem Kalifornien. So, und Duschen geht auch, das ist die Außendusche. Richtig, Anschluss für die Brause, für aussen nachher zu duschen. Alles so fix drin. So, ihr seid... Kopplung, die man auch haben kann, Veloträger kann mitnehmen. So, und das ist jetzt von euch ein bisschen gepimpt, dass das Ganze auch noch mit Zubehör versehen ist. Was ist eure Aufgabe? Seid ihr jetzt ein normaler Volkswagen-Händler, oder? Wir sind ein normaler VW-Nutzfahrzeughändler mit optional, dass wir eben auch vermieten im Sommer, Frühling, Herbst, Winter, egal wann. Wir sind euer Ansprechpartner für eure Reise sozusagen. Und wo überall? Wir sind in Langenthal und Burgdorf. Wo, in welchem Kanton? Bern. Bern. Das heißt, ihr kommt praktisch Heimspiel hier, oder? Richtig, genau. 20 Minuten von da. Das geht eigentlich so. Das heißt aber jetzt 5 Tage auf der Messe stehen. Die meisten fragen, was fragen die Leute so? Speziell bei diesem Modell Thema Winter, wo sie fragen, wegen dem Kali Cab, der oben drauf ist, wegen dem Kali Heat, der drinnen ist. Das ist schon gut, oder? Das ist tipptopp, da sind wir recht viele Anfragen. Und einfach speziell wintermässig, was so ein bisschen neu ist. Preis hier von dem oben Calicamp? Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Fenster, mit ohne Fenster, ohne Fenster. Das Roll-up vorne reden wir so zwischen 400 und 700 Franken. Das geht ja, oder? Also wer sich auskennt, wenn man das nicht hat, dann wird es richtig eng bei minus 10 Grad, oder? Wird frisch, genau. Wird frisch. So, hier steht der Preis von dem, wie er hier steht? Mit dieser Ausstattung und Farbe sage ich mal um die 85.000 bis 90.000 Franken. Oh, aber das ist jetzt volle Hütte, oder? Das ist fast volle Hütte, genau. Stärker Motor gäbe es noch. Ein schwächerer Motor gäbe es noch, ja. Auch noch, genau. Ja, das will aber keiner haben, oder? Nein, würde ich auch nicht empfehlen. So, die Firma ist Gauchi, oder? Die ihr habt. Genau. So, ihr habt was richtig Cooles, komm mal mit, da werden wir gleich mal ein Video drüber machen mit dem Chef persönlich. Ihr habt nämlich einen T1 ganz krass umgebaut, der aber aussieht wie neu. Als wäre er nämlich gerade eben erst los gewesen.
Und ja, wir filmen heute am 29. Oktober. Hier steht er, sogar mit Aufstellfenster vorne. Genau. Das große Kino. Das ist ein sehr, sehr grosses Kino. Da hat ein Arbeitskollege von mir organisiert. Der hat hier alles den ganzen Stand aufgebaut, ein Schild und so gemacht. Der könnte euch dort auch noch ein bisschen mehr über die Geschichte von diesem Auto erzählen. Ihr habt den komplett bei Null aufgebaut, oder? Ja, zusammen mit einer Firma. Nicht mehr alleine, aber zusammen mit einer Firma haben wir den aufgebaut. Und den wir werden wir jetzt mal kurz mal organisieren, den Kollegen, dass wir ein extra Video drehen können. Da oben sind wir, Camper aus Leidenschaft, Gauchi-Camper, Verkauf, Vermietung. Vermietung habt ihr auch? Ja, Verkauf, Vermietung und natürlich Service. So, dein Vorname nochmal, du bist der? Dino Martin von Garage Gauchi. Ich zeig's mal gerade, er heißt fast so wie ich. Martin Herzig heißt er. Ich heiße Herzog, Sven. Tschüss, Genau. alles Gute, ciao.